Der YouTube Shorts Feed bekommt jetzt die Möglichkeit, Sounds bzw. Musik abzuspeichern, damit man die später im Shorts Editor letztendlich als Creator nutzen kann. Ist, glaube ich, alles in allem eine sinnvolle Funktion, brauchen wir nicht großartig drüber sprechen. Deswegen machen wir direkt weiter mit der YouTube Chrome Extension für Shopping Affiliate Geschichten. Das heißt, ist natürlich USA-only, keine Frage. Wir wissen ja, YouTube Shopping in den USA funktioniert ähnlich wie zum Beispiel weltweit das Amazon Affiliate Programm. Das heißt, mit Affiliate Links kann man dann entsprechend Produkte unter das Video verlinken und dann verdient der Creator mit an Umsätzen und so weiter und so fort. Ist, glaube ich, bekanntes Prinzip, und jetzt diese Chrome Extension soll es halt einfacher machen, Produkte zu finden, wenn man halt gerade browst und sieht, oh, hier, dieses Produkt ist für das Affiliate-Programm eligible. Ja, ist okay. Es ist halt scheiße, dass es wieder mal nur in den USA funktioniert und dass dieses Affiliate-Programm nicht weiter ausgerollt wird. Aber gut, müssen wir halt mit arbeiten und entsprechend uns an Konkurrenzprodukten bedienen, solange es noch nichts von YouTube dahingehend gibt. Dann eine sehr, sehr interessante Geschichte, hatten wir schon im Mai drüber gesprochen, Super Chat Replies, das heißt sogenannte Superchat-Antworten. Das heißt, in dem Superchat selber kann ich draufklicken und dann gibt es da nochmal eine Reihe von Antworten. Die werden zu 100% ausgerollt zum 1. August. Das ist schon in ein paar Tagen. Deswegen, falls ihr Superchats seht, könnt ihr natürlich jetzt auch reinklicken und entsprechend dort euch die Antworten mal angucken, beziehungsweise selber welche schreiben. Ne? Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich finde, das ist eine super Sache, und deswegen bleiben wir auch direkt bei Livestreams, denn es gibt neue Informationen zu den AI-Livestream-Zusammenfassungen. Ne? Wir haben auch schon drüber gesprochen, KI wird Livestreams zusammenfassen, es wird genug Daten erstmal gesammelt, und da war ja unklar, wie viel Daten denn jetzt eigentlich gesammelt werden müssen, damit eine KI-Zusammenfassung erstellt werden kann. Und wir haben jetzt hier tatsächlich einen konkreten Wert genannt bekommen. Das hat mich sehr, sehr überrascht, aber das ist scheinbar Transparenz. Wir beschweren uns nicht. KI-Zusammenfassungen für Livestreams werden nur funktionieren, wenn es über 30 sich nicht wiederholende englische Nachrichten in den letzten 2 Minuten gab. Und es wird nicht in der EU funktionieren, weil Beschränkungen. Ne? KI-Beschränkungen ist, naja, gucken wir mal, wann das vielleicht mal in der EU der Fall sein wird. Aber falls ihr zum Beispiel in Großbritannien seid oder sonst wo man halt größtenteils Englisch spricht, dann könnt ihr natürlich auch sowas sehen. Heißt aber im Umkehrschluss auch, auf diesem Kanal wird es das erstmal nicht geben. Aber ganz ehrlich, selbst bei 30 sich nicht wiederholenden Nachrichten innerhalb von 2 Minuten, das ist alle 2 Sekunden eine Nachricht. Das ist nicht viel. Also, finde ich zumindest. Ihr könnt mir das ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Und derweil machen wir weiter und bleiben direkt bei Livestreams. Denn Livestreams sind heute richtig am Start. Es gibt ja Midroll-Anzeigen für Livestreams. Und auf YouTube war es ja bislang immer so, dass dann der Livestream unterbrochen wurde und dann die Anzeige lief. Und dann wurde die Anzeige beendet und der Stream ging praktisch da weiter, wo man aufgehört hat. Das hat oft dazu geführt, dass es einen Desync gab zwischen das, was Zuschauer sehen, und weil sie halt eine Anzeige bekommen haben, also eine Werbung, waren sie dann praktisch im Verzug. Und das wird hiermit ein bisschen gelöst. Denn es gibt jetzt Picture-in-Picture für Midroll-Anzeigen. Das soll am 5. August ausgerollt werden. Und das heißt, wir werden dann praktisch den Bildschirm zusammen komprimieren und daneben dann auch eine Anzeige laufen lassen. Und oben und unten gibt es dann entsprechend schwarze Balken, und sobald die Anzeige vorbei ist, wird es wieder groß gemacht, das Bild, und dann, ja, habt ihr den Stream weiterlaufen lassen derweil. Ja, es ist noch nicht klar, das habe ich aber nachgefragt schon mal für euch, wie das denn aussieht mit Audio. Das heißt, wenn man jetzt natürlich irgendwie ein Spiel spielt oder ähnliches, dann ist es nicht so ganz so wichtig, wenn man jetzt, ich sag mal, die 10, 20, 30 Sekunden auf das Audio verzichtet. In einer Talkrunde oder ähnlichem kann das natürlich aber schon durchaus sinnvoll sein. Deswegen habe ich es als Feature Request mit eingebracht, dass für die Zeit, wo die Midrolls laufen, entsprechend auch automatische Untertitel standardmäßig aktiviert werden. Glaube ich, ist eine sinnvolle Geschichte. Könnt ihr mir aber auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und ob das eine gute Idee war von mir, das mit einzubringen. Naja, wir werden sehen, ob es übernommen wird oder nicht. Der 5. August wird hier der Stichtag sein, wo das Experiment startet. Dann gab es ein weiteres Experiment, das in der Türkei, in Taiwan und in Brasilien gelaufen ist. Und das Ganze nennt sich YouTube Hype. Und YouTube Hype
war ursprünglich mal gedacht als eine Bezahlfunktion, damit eigene Videos in die Trends kommen. Die Idee hat man relativ schnell rausgeschmissen und jetzt wissen wir auch tatsächlich ein bisschen mehr, was Hype eigentlich werden soll. Der aktuelle Stand von Hype ist, wie es gerade in der Türkei, in Brasilien und in Hawaii getestet wurde, eine neue Aktion unter Videos. Das heißt, ihr habt nicht nur liken, kommentieren, teilen, sondern ihr habt jetzt auch noch Hype. Und Hype wird nur verfügbar sein für Kanäle unter 500.000 Abonnenten. Sie dürfen keine Community Guideline Strikes haben. Sie müssen im Partnerprogramm sein und das Video muss innerhalb der letzten 7 Tage veröffentlicht worden sein. Wenn das alles erfüllt ist, dann haben Zuschauer die Möglichkeit, ein Video zu hypen und dann werden die praktisch in einem separaten, ja, früher hat man dazu Trending gesagt, aber das ist jetzt praktisch ein Community-Guided Trending. Weiß noch nicht so ganz genau, ob mir das gefällt, aber wir schauen einfach mal rein. Fakt ist, wenn ihr auf Explore geht, zum Beispiel am Desktop, dann wird da halt diese neue Hype-Sektion sein und da werden dann entsprechend Videos platziert werden, die weniger als 500.000 Abonnenten haben, keine Community Guideline Strikes im YPP, letzte 7 Tage veröffentlicht und ich glaube, es könnte eine sehr, sehr interessante Geschichte werden. Wie gesagt, es ist keine Paid-Interaktion, sondern es ist halt wirklich nur eine Zuschauerinteraktion, die gratis ist und praktisch eine weitere Möglichkeit für Zuschauer oder für Zuschauende entsprechend hier das Video zu unterstützen. Und ich glaube, das könnte eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte sein. Ich bin mir noch nicht sicher, wie prominent dieser Hype-Feed ist letztendlich. Das heißt, damit auch wirklich Leute diese gehypten Videos sehen, müsste es ja schon relativ prominent platziert sein. Und da bin ich mir noch nicht so ganz so sicher, ob das hier der Fall sein wird. Ihr könnt mir aber gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Lasst uns da gerne drüber quatschen. Falls ihr Fragen habt, gerne auch unten stellen. Ne? Ich leite die gerne weiter und dann werden wir mal schauen, dass wir da noch ein paar mehr Infos rauskriegen aus der Geschichte. Dann, letzte Woche haben wir über die Add Yours Sticker gesprochen. Die sind jetzt praktisch im 100% Rollout gegen Ende August, Anfang September. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 5 Wochen, bis der ganze Kram komplett ausgerollt sein soll. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte. Habt ihr es schon genutzt? Wenn ja, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ne? Und dann schauen wir einfach mal, was sich daraus ergibt. Gut, das wäre es auch gewesen für diese Woche. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Mehr YouTube-Updates gibt es nächste Woche. Abonnieren also nicht verpassen und, nee, Moment. Um nichts zu verpassen, müsst ihr abonnieren. So rum ist richtig. Ich wünsche euch was. Bis nächste Woche.